Geralt had to face Eredin, but could only hope to beat him with the help of friends. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avallac'h, too, began to lay plans of his own. Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Geralt von Riva, gelernter Königsmörder sind wir eigentlich nicht, auch wenn uns das unterstellt wurde in unserer Vergangenheit. Aber wir beteiligen uns trotzdem an der Ermordung Radovids und ich denke, wir haben seine Bewacher eliminiert, nachdem wir ihn in eine Falle gelockt haben. Und Radovid isoliert. Open up! I command you to open the door! Och, Philippa. You needed merely to ask. That settles the score. And that was from the heart. Es wäre lustiger gewesen, wenn sie ihm ins Herz gestochen hätte und nicht in die rechte Seite. Forgive me. I could not deny myself the pleasure. How did she... Where? Why? How the fuck? Eavesdropped on us, back at the warehouse. What? And you didn't think it worth mentioning? Lads, the time to discuss this is later. Radovid is dead. It matters not by whose hand. Mission accomplished. Now let's get the hell away. Place will be thick with Redanians in minutes. Let's go. Im Theater treffen wir uns. Ohne weitere Zwischenfälle, vermute ich. Well, what? Is it done? It's done. Though all did not go according to plan. More on that later. First, a stiff drink and a toast. The North. Temeria. Temeria! Bloody Temeria! Ja, ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Wahrscheinlich schon, ne? Sure this isn't premature. Radovid's dead, but it's a long way from that to a free Temeria. War's not over, not even close. You're mistaken. Tomorrow at noon, the commander of Army Group Center will sign a truce in Emir's name. A truce whose wording we agreed with Dijkstra. So back there in Velen, when the trolls nabbed you? Yes, I was returning from the last round of talks. Emir will keep Edion and Lyria, but in exchange for Radovid's head and a stop to guerrilla activities, he will withdraw from Temeria. Which will become the Empire's vassal state. Self-ruled internally, with its own courts, administrative structures and army. The silver lilies will bloom neath the rays of the great sun. So I'd say were I a poet. But I'm not, so all I'll say is there was no other fucking way. Okay, das ist natürlich ein dickes Ding. Das scheint hier schon ziemlich in trockenen Tüchern zu sein. Ja, die ganze Wahrheit bitte, ne? Rache, du und Nilfgaard, hier zieht dich über den Tisch. Der setzt sich durch. Ja, wir nehmen mal das Oberste. Haven't told me the whole truth. You're right on that account. We know you're bloody allergic to politics, decided to emphasize majors and whatnot. If it were done when 'tis done, then 'twere well it were done quickly. That but this blow might be the be-all and end-all here. What's that? Macbeth, Act 1, Scene 7. Always wanted to play that. Never cast as anything but a halberdier. Geralt, what Tala told you, put it out of your mind. There will be no truce with Nilfgaard.
Redania, under my enlightened rule, will fight on until it wins. And when it does, it will unite all the North, including Temeria. What? How? This is not what we plan agreed. True. Instead, we insisted on one realm's questionable sovereignty. And to recover it, we gave Emir virtually all the North's other kingdoms. It was not a wise arrangement. So, no deal. Two-faced horseman. I will not allow this. Actually, you, Rache, should be the first to understand I've no choice. Why the hell would I understand? Because you too are a patriot. Na geil. Geralt, this doesn't concern you. You may go. Fare thee well on your path, or whatnot. Nein. Hallo? Can't let you kill them, Dijkstra. Oh, hard luck. Then you'll die with them. Oder Kill Dijkstra them all. stirbt. Das wäre auch was. Ha. Dijkstra im Vorbeigehen vollkommen zerfetzt. Bloody hell! Bugger me sideways! That was close. Very close. It's hardly over. The envoy, due to meet the Nilfgaardians tomorrow. No doubt Dijkstra ordered him killed. We'll need to protect him. Sorry, you're on your own. You've had your fill of politics, I understand. Once it's over, come to Vizima. You'll be received with honors. Farewell, Wolf. Mhm. Okay, also die Freiheit. Ja, da lebt noch einer. Die Freiheit Temeriens haben wir vielleicht gewahrt, die Unabhängigkeit nicht. So, was geht hier noch ab? Ups. Stechen bitte, danke. So, jetzt haben wir alle erwischt. Ja, schade, dass Dijkstra so einfach... Ein Hühnerbrötchen hatte er dabei. Er so einfach gestorben ist. Da hätte ich mir gern noch irgendeine Szene gewünscht. Muss ich ehrlich zugeben. So war das dann doch etwas trivial. Na gut. Nebenquests haben wir abgehakt. 2 Hexeraufträge haben wir noch. Die werden wir uns noch vornehmen. Wie hießen das gerade? Ja, der König ist tot. Der König, ach so, okay. Oh je, ich weiß echt nicht, wie die Quest gerade hieß. Schlecht von mir, ich weiß.
Staatsräson, natürlich. Der dreiste Plan ging auf und der König Redaniens wurde auf der Brücke zur Tempelinsel gemeuchelt. Radovids Blut war jedoch nicht das einzige, das im Zuge der Verschwörung vergossen werden sollte. Denn als das gemeinsame Ziel die Verschwörer nicht mehr einte, fielen sie übereinander her. Geralt legte zwar Wert auf Neutralität, aber er hatte nicht vor, untätig daneben zu sitzen, wenn Dijkstras Männer seine Freundin niedermetzelten. Und so wurde der lang ersehnte Triumph des redanischen Spions zu seiner Niederlage gegen den Hexer. Ja, und was für eine. Der ist da gerade von der Bühne geklettert, ne, hatte noch nicht mal die Axt richtig in der Hand, sich nicht zu uns umgedreht, haben wir ihn schon enthauptet. Ja, Pech für ihn. So, letzte Vorbereitung, wir gucken mal. Hilft Jennifer Margarita zu befreien, warte auf den Tagesanbruch, hört sich langweilig an. Ja, vielleicht helfen wir Jennifer gerade mal. Und dann haben wir auch noch 2 Hexeraufträge zu erledigen. So, wo treibt sich denn Jen rum, frage ich mich gerade. Wir schauen mal. Allzu weit weg von hier ist es nicht. Hopp. Oh ne, nicht sterben. Okay, alles cool. Alles cool. So, und es ist immer noch ziemlich früh in dieser Nacht. Ach ja, hier wollten wir uns ja treffen. So, Jen, wo bist du denn? We can go at it here, or at my place. You choose. Ja, vollkommen unauffällig. Ja, in Crippled Cates arbeiten wirklich nicht die hübschesten Huren, aber... Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? Ciri's. As I thought. I'm glad you went with her. Was? I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what-ifs. Okay. Talk to Triss. Reconvening the lodge. It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Each thinks 5 times before sticking her neck out. And I can't blame them. Ja. Aber ich meine, wir haben immerhin Radovid erledigt. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenford. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should arrive shortly. Ja, super. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Derard. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Sieht ziemlich unauffällig aus. Hat aber einen ziemlich sicheren Gang drauf. Abbe Faria? Oh. Who's asking? We'd like to talk. Damn. Was? Best run and get him. Er hat uns wirklich zur Seite schubsen können. Das ist doch lächerlich. Was? Den Ausbrecher ein? Ja, schon dabei. You look familiar. These humans grow wilder by the day. What's he doing here?
it. Scale the ladder. Ja, dann kletter doch hinterher, anstatt hier so rumzuspasten. Ich meine, eigentlich könnten wir ihn schon am Bein packen, ne? Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want Natürlich. from me? Let me be. Calm down, we just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? Mit der Kapuze? Hm. No. No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. No. You're gonna tell us your story, then be on your way. Oh, so be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Derard. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say Dayrod's better guarded than the keep at Vicovaro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Oh, not officially, but you know how it is. Na geil. They say no one gets out of Dayrod alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. Ja, super. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprenticed with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Na toll. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. Na, hört sich nicht so vielversprechend an, aber besser als Sprengstoff. Keine Ahnung, wie Geralt auf die Idee gekommen ist gerade. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. What he said about the guards could prove handy. True. Things will go more smoothly if we can get even a few of them drunk. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. Na, okay. Ist ein Plan. Die große Flucht. Bitte Söldner um Hilfe. Machen wir doch direkt. Oh, und plötzlich waren wir Stufe 31. Ja, nice. So, dann schauen wir mal. Die große Flucht. Bei der Mission, die Mitglieder der Loge der Zauberin zu sammeln, war es Jennefers Aufgabe, Margarita Lau an Till nach Novigrad zu bringen. Jennefers alte Freundin war von den Hexenjägern gefangen und im Derad eingekerkert worden, dem bestbewachten Gefängnis diesseits der Yaruga.
Geralt und Yennefer hatten also ein schwieriges Unterfangen vor sich. Sie würden in den abgeriegelten Komplex eindringen und Margarita herausholen müssen. Gut, dass Yennefer etwas Wirksameres hatte als eine Feile im Kuchen. Kontaktinformation des einzigen Mannes, der je aus der Rat entkommen war. Die Flucht schien ihm im Blut zu liegen. Als er Yennefer und Geralt sah, versuchte er erneut, sich zu verdrücken. Schließlich hatten die beiden ihn eingeholt und kamen dazu, ein Wort mit ihm zu wechseln. Er verriet ihnen, wie sie die Wachen überlisten und unbemerkt in das Gefängnis gelangen konnten. Es gab keine Zeit zu verlieren. Geralt und Yennefer eilten der Rettung Margaritas entgegen. Ja, oder zumindest ganz ähnlich. 160 Erfahrungspunkte gab das. Ja, cool. Können wir mit dem was anfangen? Nee, ne? Eigentlich sind wir so ziemlich voll, also alles, was wir uns jetzt noch holen würden, da müssten wir direkt was ersetzen. Aber eigentlich bin ich so mit dem, was wir haben, also diesen Wirbelangriff. Moment mal, ne? Wir haben ja hier noch so einen Wirbelangriff drin irgendwo. Kriegstrance, no. Ach, den haben wir gar nicht equipped. Seht ihr? Und letztens wollte ich den mal benutzen und da hat er nicht funktioniert. Und da habe ich mich gewundert, warum. Weil wir ihn nicht equipped haben. Na klar. Okay, gut. Ja, macht nichts. Dafür haben wir bessere Dinge. So, bitte Soltan um Hilfe. Klaro. Got a snake's tongue as well. Ja, besser. So, wo ist denn hier der Ausgang? Da ja, macht doch mal Platz hier, Leute. Ey. Hexenjägergesindel. Ja. Ja, natürlich. Die Hexer haben den Regen herbeigerufen. So, mal sehen, was Soltan dazu sagt. Zu so früher Stunde. Ich hoffe, er ist der ganzen Idee nicht allzu abgeneigt. Das wäre nützlich. Soltan, alter Freund, Kupferstecher, Zwerg und Trunkenbold. Und natürlich Kartenspieler. Zoltan. Ja. They're holding Margarita at Dayrog. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much mahakam as you can find and drive it to Oxenford. Yennefer will give the signal. They'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way to the ruins beneath the city. Na toll. Daraus wird also nichts. Nice talking to you, Zoltan. See you later. Ach, wirklich. Haut es gar nicht hin. Tja. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass er es nicht machen möchte, weil er nicht rumstehen möchte. Vielleicht möchte er aber auch nur unglaublich kurzfristig da eintreffen. So, und ja, Weltkarte. So, bei Oxenford, und da machen wir so einen kleinen Umweg über Wählen, würde ich sagen. Dann können wir nämlich hier unsere letzten beiden Hexeraufträge abarbeiten. Geralt hatte zwar genug andere Sorgen, doch auch seinen Beruf hatte er nicht vergessen. Ein Beruf, der, wie ich erinnern darf, aus dem Töten von Monstern bestand. Er fand eine Gelegenheit, beruflich tätig zu werden, als er auf einen Aushang stieß, der eine attraktive Summe für das Auffinden einer bestimmten vermissten Person bot. Monster wurden zwar nicht erwähnt, aber Geralts Erfahrung sagte, dass wohl noch eins auftauchen würde, und außerdem ist Geld schließlich Geld. Ja. Und leider haben wir hier den Anfang verpasst der Quest, weil wir da zwischendurch mal über diese Höhle gestolpert sind. Und ich hatte vorher nicht gespeichert. Das war relativ zum Anfang des Spiels noch, als wir da rüber gestolpert sind. So, und dann nehmen wir unser treues Ross. Ich werde mich vorher trotzdem mal kurz orientieren, wo genau wir hin müssen. Denn ihr wisst, der Plötzner wie nicht so geil. Hier am Grenzposten vorbei. Okay, alles klar.
Kriegen wir hin. Hoffe ich. Wenn nicht, wäre das eine herbe Enttäuschung. So, kann noch nicht beschleunigen. Wahrscheinlich erst hinter der Brücke hier. Oh, warte mal. Da habe ich auch gerade was gehört und auf der Minimap einen Gegner gesehen und dachte mir so, na okay, ignorieren wir, aber vielleicht ignorieren wir es nicht. Wenn wir hier schon persönlich angesprochen werden. Das konnte Siegfried von, nee, nicht, wie heißt er denn? Wer ist denn Vermusiel? Briechherzbrigade und ein Eichhörnchenschwanz. Ich habe keine Ahnung, wer das war, ehrlich gesagt. Aber da RCS uns sofort angegriffen hat, Vermusiel. Muss ich direkt nachher gleich mal googeln, wenn ich hier die Aufnahme beendet habe. Ja, und deswegen reite ich hier ganz gerne durch die Welt und benutze sehr selten die Schnellreisefunktion, weil man halt doch irgendwie zwischendurch immer ganz interessante Begegnungen noch hat, auch wenn man denkt, ja, ich war ja überall schon, bin überall schon lang geritten. Diese Banditen auf der anderen Seite nicht so spannend. Ups. Weiter bitte. Ja gut, dann reiten wir an denen vorbei. Auch kein Thema. Steck mal das Schwertchen weg, wir brauchen es nicht. Kann ich hier links lang? Und dann hier wieder rechts lang. Ja, 14 Navi. Reichlich dumm. So, da ist der Fluss. Das ist, glaube ich, schon der Grenzposten, ne? Hallöchen, gute Männer. Natürlich kann nicht passieren. Nicht, dass ihr mich da abhalten könntet. So, gleich sind wir da. Hier reiten wir direkt über das alte Schlachtfeld, wie es aussieht. Gibt es hier keine vernünftige Kreuzung, wo wir abbiegen können? Na, scheinbar nicht. Ja, ja. Na, komm schon. Was sind die Losplätze? Bleibt die hier andauernd stehen? Keine Ahnung. Trotzdem mag scheinbar keine Sumpflöcher. Da drüben dürften ein paar Gude oder sowas rumgurken, ne? Fressen aber wahrscheinlich gerade Leichen. Plötze bleibt da nicht andauernd stehen. Wehpunkt. Jetzt reicht's. Gibt's ja nicht. So, erkunde die Mine mit Hilfe deiner Hexersinne. Achso, das Hundefett oder was nehmen wir noch mit? Ja, wo ist denn die Mine? Irgendwo war hier der Mineneingang hier hinten eventuell. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, wir finden das beim nächsten Mal raus. Und somit jetzt für heute werde ich die Folge beenden. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ne? Macht's gut und bis dann. Ciao.